Feuchtigkeit im Wohnmobil. Wer sind überhaupt die größten Übeltäter und wie kann ich am effektivsten dagegen vorgehen, um diese ganze Luftfeuchtigkeit wieder aus dem Wohnmobil herauszubekommen, sodass du morgens keine nassen Scheiben hast und das vor allem zur kalten Jahreszeit, wenn es draußen auch noch nass ist. Wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib super gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um Luftfeuchtigkeit, und zwar Luftfeuchtigkeit im Wohnmobil. Die ist in der Regel sehr, sehr unangenehm. Und gerade wenn man so am Wasser steht wie ich heute hier, dann hat man in der Regel immer schon mal mehr Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug. Aber auch gerade zu Winterzeiten, da hat man immer mit Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug zu tun. Da sieht man sie zumindest. Uns fällt das nämlich dann auf, in der Regel, wenn du im Winter im Wohnmobil übernachtest, wenn du vielleicht auch noch drin duscht und dann am nächsten Morgen aufwachst und das Wasser an der Frontscheibe siehst. Das ist so der Klassiker. Aber die Luftfeuchtigkeit verkriecht sich eben überall. Und das ist so ein bisschen das Gemeine sogar im Fahrzeug, im Möbelbau, in den Matratzen. Ja, und das ist genau mein Ziel heute, euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, wie ich das Ganze eliminiere, diese Luftfeuchtigkeit, oder wie ich zumindest dafür sorge, dass es bei mir im Fahrzeug eine richtige, ausgewogene Luftfeuchtigkeit hat. Und deswegen habe ich das Video auch in ganz einfachen Parts untergliedert. Im allerersten Punkt, da schauen wir uns mal an, wer sind denn so die größten Übeltäter bei uns im Fahrzeug? Denn dann weiß man auch schon besser, wie man dagegen vorgehen kann. Und genau das schauen wir uns im zweiten Punkt an. Und da zeige ich euch eben, wie ich gegen diese hohe Luftfeuchtigkeit vorgehe. Naja, und dann zu guter Letzt fasse ich alles nochmal zusammen, ein kurzes Resümee und dann sind wir auch schon wieder durch. Und jetzt würde ich sagen, schwinge ich mich langsam wieder ins Auto rein, denn hier draußen ist es ziemlich windig und kalt. Und wir legen direkt los. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Komm mit! Lasst uns zu Beginn mal besprechen, welche Übeltäter es denn in einem ganz normalen Wohnmobil so gibt. Und da gibt es 3 Stück an der Zahl. Der erste, das ist die Küche. Denn wenn du hier kochst und da natürlich viel mit Wasser kochst und wenn es nur der Tee ist, dann hast du natürlich dafür gesorgt, dass hier viel Wasserdampf ins Auto abgesondert wird. Und das ist schon mal eine der größten Quellen in einem Wohnmobil. Naja, und dann ist es natürlich völlig klar, eine weitere Hauptquelle ist natürlich das Badezimmer. Vor allem, wenn du sehr heiß duschen möchtest oder generell sehr viel warmes Wasser verwendest, dann ist das hier mit einer der Hauptquellen für Luftfeuchtigkeit in deinem Fahrzeug. Naja, und dann brauchen wir uns nichts vormachen. Natürlich bist du selber auch eine der Hauptquellen für Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug, allein dadurch, dass du atmest. Und das Ganze passiert nicht nur, während du dich ganz normal tagsüber in deinem Wohnmobil aufhältst, sondern auch nachts, wenn du schläfst. Ich habe mal so einen Anhaltspunkt für dich, der mich sehr erschreckt hat. Und zwar nehmen wir mal an, wir betrachten eine 4-Personen-Familie. Die hält sich ganz normal tagsüber im Wohnmobil auf, man duscht, man isst zusammen und so weiter. Und man schläft natürlich auch im Wohnmobil. Dann wirst du in Summe ca. 12 Liter Wasser produzieren an nur einem Tag. Und diese 12 Liter, die müssen natürlich irgendwie hier raus. Und dabei sind andere Mitreisende noch gar nicht einkalkuliert. Wobei man jetzt auch sagen muss, man wird kaum zu 24 Stunden zusammen im Wohnmobil abhängen. Aber hier nochmal ein anderer Wert. Eine Person atmet in einer Nacht in etwa 0,5 bis 1 Liter Wasser aus. Nicht mehr zu atmen, schon gar nicht mehr zu kochen, geschweige denn zu duschen, ist jetzt natürlich keine Option. Und deswegen zeige ich dir jetzt ein paar Tipps und Tricks, wie du die Luftfeuchtigkeit in den Bann bekommst. Fangen wir mal in der Küche hier beim Kochen an. Das ist das Allerwichtigste, wenn du kochst, dass du darauf achtest, dass du zum Beispiel immer mit Deckel kochst. Denn der fängt dann das aufsteigende Wasser ab und lässt es wieder in den Topf zurücktropfen. Oder du kannst dann auch den Deckel nehmen und ihn direkt in die Spüle packen und dafür sorgen, dass das Wasser in den Abfluss läuft. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir müssen immer wieder darauf achten, bei allem, was wir hier machen, dass wir versuchen, wenn wir hier schon Wasser produzieren im Fahrzeug, dass wir es immer wieder gleich ins Abwassersystem zurückführen, denn dann ist uns am allermeisten geholfen. Oder die zweite Variante ist Lüften. Lüften ist immer ganz, ganz wichtig. Und beim Kochen würde es in meinem Fall bedeuten, ich würde hier an der Seite das Fenster öffnen und zugleich noch oben die Dachluke, denn dann entsteht auch wieder Luftzug und dann kann der Wasserdampf hier direkt mit raus und das wäre natürlich optimal. Oder du machst es in der Küche so wie ich, du kochst einfach eine Brotzeit, da fällt relativ wenig Wasser an. So, nächste Thema ist oft nasse Klamotten oder nasse Schuhe. Wie geht man damit um? Ja, als allerbeste ist natürlich, die Klamotten draußen zu trocknen. Im Winter ist es oft schwierig. Man kann zwar auch bei Kälte trocknen, da habe ich auch noch ein paar Tipps für euch, aber wenn es gerade so wie jetzt regnet draußen, dann macht das natürlich keinen Sinn. Und deswegen ist es ganz wichtig, oder so mache ich das immer, ich nehme die ganzen nassen Sachen
und packe die in meine Nasszelle. Denn das haben wir ja auch schon gehört. Ich muss immer wieder versuchen, die Feuchtigkeit, wenn ich sie nicht nach außen abführen kann, dann zumindest in mein Abwassersystem. Deswegen lasse ich jetzt die nasse Jacke in meinem Badezimmer abtropfen und packe da auch die Schuhe dazu. Ja, und in meinem Wintercamping-Video haben wir schon mal drüber geredet. Ich hänge also alle nassen Sachen immer hier in einer Nasszelle auf, denn dafür ist sie ja vorgesehen. Denn zum einen kann dann wieder alles abtropfen in den Abfluss, Abwassertank, wir haben schon drüber gesprochen. Zum anderen kann ich sie einfach zumachen, denn diese Nasszelle hier in diesem Fahrzeug ist wirklich super. Die schließt komplett, das bedeutet, die Luftfeuchtigkeit entweicht auch nicht mehr in mein Fahrzeug. Jetzt habe ich also diese Schwachstelle nur noch hier in meiner Nasszelle, in meinem Badezimmer. Und da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Einmal mache ich immer die Heizung ein wenig an und mache oben das Fenster ein klein bisschen auf, denn dadurch geht die Luftfeuchtigkeit mit der warmen Luft direkt nach oben raus und das ist natürlich optimal, somit bist du hier echt safe. Und dann habe ich das hier noch in der Hand. Jetzt denkt ihr euch, was ist das Komisches? Mega cool. Hat mir ein Tüftler aus Tschechien zugeschickt. Da kann man das, glaube ich, auch im Online-Shop jetzt bestellen. Das kann ich ganz einfach an meine Truma-Heizung, an die Auslässe anschließen. Und dann habe ich hier 4 Luftkanäle, die ich direkt in Schuhe abführen kann, sodass die Schuhe schneller trocknen. Und jetzt sagt man sich, naja, okay, nett, aber das ist wirklich raffiniert, denn zum einen kannst du dann natürlich auch schnell wieder in die Schuhe reinschlüpfen und sie wieder benutzen. Zum anderen hast du aber die Luftfeuchtigkeit schnell aus deinen Schuhen eliminiert, hast sie nur noch hier in deiner Nasszelle und kannst sie dann eben durch die Technik, die ich gerade gesagt habe, wieder abführen. Also insofern ist das alles super praktisch, denn darum geht es. Man muss einfach nur schauen, dass man diese Luftfeuchtigkeit an einer Stelle sammelt und da entsprechend cool abführen kann. Und für das Duschen selber habe ich mir noch einen kleinen Duschvorhang für mein Kästchen gebastelt, damit hier das Wasser auch nicht in den Müllbau fließt, sondern direkt in den Abfluss. Kleinigkeit, dazu gibt es einen Short. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, direkt nach dem Duschen wische ich dann mit einem Mikrofasertuch die Oberflächen erstmal ab und winde dann auch wieder die Feuchtigkeit direkt in den Abfluss. Und dann habe ich für mich noch den Gamechanger entdeckt. Und zwar lasse ich dann bei mir hier in der Dusche das Dachfenster offen und gehe dann nach hinten, beziehungsweise hole ich mir einfach nur die Fernbedienung und öffne meinen Max-Fan und lasse hier richtig Luft raus. Das bedeutet, ich ziehe hier die Luft rein im Badezimmer, lasse hier natürlich die Tür offen und ziehe dann die ganze Luft hier aus dem Badezimmer mit der Feuchtigkeit zusammen aus dem Max-Fan wieder heraus. Und das ist wirklich unfassbar. Das ist Stoßlüften per Excellence, denn ich brauche ungefähr so 4 bis 5 Minuten, und lasse hier eben alles mal richtig durchlüften, habe trotzdem gleichzeitig die Heizung an, da ist nicht viel verloren bei 5 Minuten, habe eine ordentliche Stoßlüftung und damit kriege ich die Luftfeuchtigkeit ratzfatz raus. Am beeindruckendsten merke ich das eben gerade hier beim Wintercamping. Ich habe eine Aufnahme, die ist entstanden bei der CMT und da habe ich einfach mal nach dem Duschen am nächsten Morgen meine Frontscheibe fotografiert, die ich auch nach außen nicht extra groß isoliert hatte. Und da sieht man mal, wie wenig Wasser ich an meiner Frontscheibe habe und das ist wirklich toll. Deswegen kümmern wir uns jetzt noch mal gerade um die Frontscheibe. Ja, und das nächste Thema, das kennen wir eben alle, das sehen wir wirklich und das ist das Kondenswasser hier an der Frontscheibe. Bildet sich ganz einfach durch das Kondenswasser. Wir haben hier drin sehr warme Luft, wir haben eben die Luftfeuchtigkeit durch das Ausatmen, durch das Duschen, durch die Küche etc. Und die Scheibe ist sehr kalt, weil es außen eben sehr, sehr kalt ist. Jetzt kann ich mir mit verschiedenen Isolierungen schon mal helfen, aber wenn ich die Luftfeuchtigkeit nicht aus dem Fahrzeug rauskriege, ist meiner Erfahrung nach die beste Isolierung draußen nicht wirklich hilfreich. Irgendwie habe ich immer Kondenswasser. So, und was mache ich? Ich versuche eben, wie ich es gerade gesagt habe, mit diesem Max-Fan, mit diesem Stoßlüften extrem viel zu erreichen. Aber trotzdem habe ich immer noch minimal was und das mache ich dann hier wieder mit meinem Mikrofasertuch weg. Ich wische das alles weg, das ist ganz, ganz wichtig und winde das dann wieder über meinem Abfluss aus. Im besten Fall lasse ich es wieder draußen trocknen. Oder es haben auch ganz viele pfiffige Leute einfach so Nassstaubsauger dabei. Ich blende euch das mal irgendwie ein. Und die saugen dann dieses Wasser weg, ist natürlich auch genial, weil dann kannst du das wirklich an einem Ding weggießen und dann ist das Wasser wieder im Abwassersystem und da soll es ja am Ende auch wieder hin. Des Weiteren müsst ihr dafür sorgen, dass an eurem Polstern ordentlich Luft zirkulieren kann. An meinem Beispiel hier im Bett sieht man die Tellerfedern, die dafür sorgen, dass hier die Luft immer zirkulieren kann und sich somit keine Feuchtigkeit absetzen kann und damit auch kein Schimmel bilden kann. Wie wir also beim Max-Fan schon gesehen haben, ist das effektivste beim Kampf gegen die Luftfeuchtigkeit das Lüften. Und da hilft mir der Max-Fan eben enorm. Man spricht ja immer nur vom Max-Fan irgendwie im Sommer, dass er hilft, dein Fahrzeug ein bisschen von der Temperatur herunter zu nivellieren. Bei mir hilft das eben extrem auch gegen Luftfeuchtigkeit. Wenn du jetzt aber keinen Max-Fan hast, ist das nicht schlimm. Dann ist das andere einfach großflächig aufmachen und wirklich Stoßlüften. Und das ist das Gebot der Stunde sozusagen. Gerade wenn es so windig ist, ist das im Nu erledigt. Alles aufreißen, was du hast. Ein Kastenwagen ist dann natürlich super dankbar. Und danach
ist es auch wieder ganz wichtig, heizen, was das Zeug hält. Man merkt, wenn man richtig gut geheizt hat, an trockener Haut, an trockenen Augen, dass es effektiv war. Das ist eben der Nachteil für uns Menschen. Aber dann siehst du, okay, der Kampf gegen die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug war effektiv. Und ich weiß, ganz viele denken auch über Luftentfeuchter nach und da habe ich so meine ganz eigene Meinung, die in meinem persönlichen Fazit. Ja, und damit beginnen wir gleich mit meinem persönlichen Fazit. Ich kann es euch gleich vorweg sagen, von Luftentfeuchtern, da halte ich gar nicht so viel. Wenn dann vielleicht noch von den elektrischen. Die haben so richtig Bums, aber die brauchen halt 230 Volt. Riesen Nachteil. Und der nächste Nachteil ist, die sind wahnsinnig groß. Deswegen fallen die eigentlich im normalen Campingleben für mich komplett raus. Also zumindest in der Fahrzeugklasse, mit der ich unterwegs bin. Ich glaube, um aktuell mein Problem zu beheben, ist das mit Sicherheit effektiv und sinnvoll. Ansonsten nicht. Jetzt gibt's noch das Thema mit den Streu oder mit den Salzen. Da bin ich aber kein großer Fan von, denn zum einen, wenn du das verwendest, um im Fahrzeug in der Nacht zum Beispiel das Wasser zu absorbieren, wenn du irgendwie 2, 3 Leute hier drin schlafen hast, das werden die nicht schaffen. Also diese paar Liter Wasser kriegen die nicht weg. Auf der anderen Seite, wenn du dein Fahrzeug irgendwie länger einlagerst, da mag man drüber streiten, aber auch da sind sich die Experten nicht so einig, weil die sagen auch, naja, auf der anderen Seite zieht das auch immer die Luft, also die Feuchtigkeit in der Luft nach. Und deswegen sage ich, da gebe ich einfach schon gar kein Geld aus. Ich glaube, und das ist wirklich das Resümee, das ich ziehe, das Wichtigste ist lüften, lüften, lüften. Und für mich war der Gamechanger, gerade im Wintercamping mit viel Duschen, der Max-Fan. Das hat wirklich meine Welt da komplett verändert, weil dieses Stoßlüft dann wahnsinnig schnell funktioniert und weil du eben auch nicht, wenn du da halb nackt im Fahrzeug umeinander läufst, mal schnell alle Türen aufreißen musst, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu bekommen, sondern du machst den Max-Fan auf, du machst noch 1, 2 Fenster dazu auf und dann ist das wirklich im Nu alles wieder richtig trocken im Fahrzeug. Und das hat mich wirklich beeindruckt und das hilft mir persönlich richtig weiter. Ja, und ansonsten, wie gesagt, gelernt, viel heizen, viel lüften. Das ist das A und O gegen Feuchtigkeit im Fahrzeug. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was habt ihr noch für Tipps und Tricks auf Lager? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Genauso natürlich, wenn ihr noch Fragen habt. Ich versuche euch so schnell wie möglich zu antworten. Und wenn ihr sagt, wow, cool, das hat mir wieder geholfen, dieses Video, vielen Dank, dann lasst sehr gerne ein Like da. Darüber freue ich mich natürlich enorm. Genauso, wenn ihr diesen Kanal abonniert, solltet ihr es noch nicht gemacht haben, drückt auch die Glocke, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier auf Fan for Van ein neues Video gibt, rund um das Thema Camping. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen und jetzt wünsche ich euch, egal wohin auch immer ihr unterwegs seid, wie feuchtfröhlich es bei euch im Fahrzeug zugeht, immer eine ordentliche Luft im Fahrzeug und das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Gute. Euer Markus. Danke fürs Zusehen. Ciao.